Hallo und willkommen zum dritten Teil unserer UV Best Practices Reihe. In diesem Video geht es darum, wie Sie UV für den Kunden vorbereiten. Dafür zeige ich Ihnen zuallererst die Schritte für die Einrichtung. Danach geht es darum, was bei der Installation zu beachten ist. Dann richten wir die Visualisierung ein und dann werden die Dashboards für die verschiedenen Client Panels eingerichtet. Zum ersten zum Aufbau, von dem ich hier ausgehe. Wir haben ein zentrales Panel mit dem UV-Server, beispielsweise ein Control Pro. Das ist mit dem KNX-Netzwerk und mit dem IP-Netzwerk verbunden und versorgt über das Netzwerk dann verschiedene Client-Panels und mobile Geräte mit der Visualisierung. Die Vorgehensweise ist für einen Windows-PC empfohlen. Das zeige ich jetzt hier auch in diesem Video, geht aber auch mit anderen PCs. Für einen Windows-PC installieren wir den Server auf dem Kundenpanel mit KNX-Zugang und den UV-Client auf dem Windows-PC. Dann gehen wir ins Konfigurationsmenü und richten die Grundeinstellungen ein. Dann wird das importierte Projekt überprüft. Das Projekt wird ja bereits bei der Installation in die UV-Software hochgeladen. Dann kommt optional Module installieren und einrichten. Danach wird ein zentrales Backup des UV-Servers erstellt. Und danach geht es darum, die lokalen Einstellungen zu treffen, nämlich dass die Dashboards für die verschiedenen Panels eingerichtet werden. Das machen Sie ebenfalls an Ihrem PC, machen dann an der Viso auf dem PC ein Backup davon und spielen dann dieses Dashboard auf das jeweilige Kundenpanel ein. Das machen Sie dann auch für die anderen Dashboards von anderen Client-Panels. Wenn Sie einen PC haben, der kein Windows-PC ist, dann gehen Sie ähnlich vor, nur dass Sie hier den UV-Server auf dem Kundenpanel installieren und dann weiter auf dem Kundenpanel arbeiten. Sie können das Konfigurationsmenü über einen Browser erreichen, indem Sie die IP-Adresse des UV-Servers eingeben und danach den Port 31228. Die IP-Adresse des Servers finden Sie auch über den Serverzugang. Das zeige ich Ihnen später noch einmal, wenn es um die Konfiguration geht. Danach prüfen Sie in der Visualisierung ebenfalls wieder, wie das Projekt importiert wurde. Dazu brauchen Sie dann aber eine Software wie AnyDesk oder TeamViewer, um auf das Panel zuzugreifen, oder Sie machen es direkt am Panel. Nun folgen die gleichen Schritte wie vorher. Sie können jetzt ebenfalls auch Module installieren und einrichten, danach ein zentrales Backup machen, danach wieder die lokalen Dashboards einrichten, davon ein Backup machen und diese Backups dann auf die jeweiligen Kundenpanels aufspielen. Kommen wir nun zu Schritt 1 der Installation. Das machen wir jetzt einmal in der Praxis zusammen durch. Ich werde jetzt zuerst den UV-Server auf dem Kundenpanel installieren. Dafür bin ich hier schon mit einem Control Pro verbunden und habe hier schon die Installationsanwendung aufgespielt. Außerdem liegt hier bereits mein KNX-Projekt ab. Bei der Installation ist nicht sonderlich viel zu beachten. Das Einzige, was Sie beachten müssen, ist, dass Sie hier im zweiten Schritt den Server anwählen. Wenn Sie hier eine Liste angezeigt bekommen, heißt es, dass UV schon verschiedene andere Serverinstanzen gefunden hat im Netzwerk und Sie möchten ja dann auf diesem jeweiligen Panel einen eigenen Server einrichten. Also wenn Sie mehrere Kundenprojekte gleichzeitig einrichten, dann kann es sein, dass hier was auftaucht. Wenn UV keine weiteren Server im Netzwerk findet, wird automatisch der Server installiert. Nun laden wir unser ETS-Projekt hoch und jetzt wird das ETS-Projekt eingelesen und UV-Server und Client auf dem Panel installiert. Die Installation ist hier nun fertig. Jetzt können wir uns unserem PC zuwenden und kann jetzt hier den Client auf meinem PC installieren. Und das Einzige, was ich hier beachten muss, findet jetzt meinen gerade installierten Server, den wähle ich hier an und hier ist dann bereits der Client ausgewählt. Und dann gehen wir auf Weiter. Während jetzt hier UV als Client installiert wird, gehen wir wieder auf unser Kundenpanel. Und hier können wir jetzt direkt schon in unser Konfigurationsmenü gehen. Dafür öffnen wir hier die Taskleiste und können einmal auf dieses Haus-Icon klicken. Und hier können wir jetzt bereits die Visualisierung installieren. Währenddessen schauen wir auf unseren PC. Hier ist die Installation auch bereits abgeschlossen. Hier sehen wir auch, wie UV wieder lädt. Und wir können dann auf dem PC in das Konfigurationsmenü gehen, indem wir einen Klick auf das grüne Haus machen und hier dann ebenfalls die Visualisierung installieren. Kommen wir nun zu Schritt 2, Grundeinstellungen tätigen. Dafür fangen wir auf unserem PC an. Für weitere Einstellungen gehen wir dann hier auf General, können hier erstmal die Sprache auf Deutsch umstellen.
und dann unserem Server einen eindeutigen Namen geben, beispielsweise die Adresse Ihres Projektes. Dieses Konfigurationsmenü erreichen Sie auf verschiedene Art und Weisen. Dafür gehen Sie hier mit einem Rechtsklick auf das Symbol und können beispielsweise auch über die Serverauswahl dieses Konfigurationsmenü öffnen. Wenn Sie mehrere Server gleichzeitig aufsetzen, ist das die bessere Wahl, weil Sie sich hier nicht im Server irren können. Deswegen ist auch die eindeutige Benennung des Servers wichtig, wenn Sie parallel arbeiten möchten. Das heißt, Sie wählen dann hier den Server aus, verbinden sich und wenn Sie das Fenster schließen, wird automatisch die Konfiguration für diesen Server geöffnet. Hier sehen Sie dann außerdem auch die IP-Adresse des Servers. Das heißt, wenn Sie von einem anderen PC aus auf die Konfiguration zugreifen müssen, dann können Sie diese IP-Adresse nehmen, einen Doppelpunkt 31228 dahinter schreiben und dann erreichen Sie ebenfalls die Konfiguration. Kommen wir zu Schritt 3, das Projekt sichten und Zusatzfunktionen anlegen. Um das Projekt zu sichten, öffnen wir nun die Visualisierung auf unserem PC. Wir achten darauf, dass wir mit dem richtigen Server verbunden sind. Hier öffnet sich dann die Visualisierung und wir verbinden uns hier dann mit unserem Kundenpanel. Und wenn wir verbunden sind, schalten wir hier den Edit Mode ein und gehen in die Hausübersicht. Hier sehen wir jetzt das gesamte Projekt, wie es importiert wurde. Wenn Sie mehrere Stockwerke angelegt haben, können Sie hier auch zwischen den Stockwerken wechseln. Wir schauen uns hier nun jede Kachel einzeln an, indem wir auf das Zahnrad klicken, prüfen den Namen, den Gerätetyp, die Raumzuordnung und hier über den Schraubenschlüssel können wir auch noch die Gruppenadressen prüfen. Das gehen Sie dann für alle Geräte einmal durch. Dafür gehen Sie durch die verschiedenen Räume. Alle nicht zugewiesenen Geräte, die UV also keinem Raum zuordnen konnte, landen in diesem Ordner. Wenn Sie merken, dass große Unterschiede zwischen dem erwarteten Resultat und dem, was tatsächlich passiert ist, da sind, dann würde ich Ihnen das zweite Video nochmal ans Herz legen, in dem es darum geht, wie Sie den ETS-Import am besten vorbereiten. Wenn das der Fall ist und Sie das Projekt nochmal hochladen müssen, dann gehen Sie wieder auf die Konfiguration, auf die Projekte-Seite, können hier Ihr Projekt rauslöschen und dann ein neues Projekt hinzufügen. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass der Projektimport funktioniert hat. Wenn alles dem entspricht, wie in der ETS angelegt, dann können wir auch Zusatzfunktionen anlegen. Sie haben in den verschiedenen Räumen immer jeweils Gruppenkacheln, die hier angelegt werden, sobald mehr als ein Gerät desselben Typs in dem Raum sind. Hier beispielsweise die Beschattungseinrichtungen oder die Lichter. Das heißt, diese Kacheln werden automatisch von UV erstellt und außerdem werden Gruppenkacheln erstellt für das gesamte Gebäude, aber auch für gesamte Stockwerke. Das können Sie hier auch noch einmal filtern. Sollten Ihnen diese Gruppenkacheln aber nicht ausreichen, gibt es auch noch die Möglichkeit, Gruppenfunktionen spezifisch anzulegen und eine Geräteauswahl zu treffen. Beispielsweise für Lichtergruppen, für Heizungsgruppen und so weiter. Außerdem ist es möglich, verschiedene Szenen zu erstellen. Was außerdem noch möglich ist, ohne ein KNX-Gerät dafür physisch vorhanden zu haben, ist die Wetterstation. Dafür wählen Sie hier den Gerätetyp Wetterstation und geben hier Ihren Standort ein. Weitere Auslöser-Buttons sind ebenfalls vorhanden, die können Sie dann auch noch hinzufügen. Kommen wir zu Schritt 4, Module installieren und einrichten. Dieser Schritt ist optional. Um Module einzurichten, gehen Sie hier einfach auf das Dashboard, installieren das jeweilige Modul und richten es ein. Hier müssen Sie jedoch aufpassen, Sie können jedes Modul installieren, obwohl Sie nicht über eine vollständige Lizenz verfügen. Unter Lizenzen können Sie sehen, wie der Status des Moduls ist. Jedes Modul kommt mit einer 90-Tage-Testlizenz. Hier ist die Testlizenz beispielsweise schon abgelaufen. Dann müsste das Modul in unserem Shop erworben werden und die Lizenz freigeschaltet werden. Wenn Sie das Modul dann eingerichtet haben, haben Sie alle zentralen Funktionen soweit eingerichtet und wir kommen zum nächsten Schritt. Der nächste Schritt ist, ein Server-Backup zu erstellen oder ein zentrales Backup zu erstellen. Das zentrale Backup erreichen Sie wie folgt. Dafür gehen Sie auf die Seite Allgemein und auf Sicherung erstellen. Und dann wird ein UV-Backup heruntergeladen. Der nächste Schritt ist, die individuellen Dashboards für die Client einzurichten. Dafür gehen wir wieder in die Visualisierung. Wie ich ja gerade schon angeschnitten habe, haben wir nun alle zentralen Funktionen angelegt und machen jetzt nur noch die Unterscheidung für die einzelnen Client-Panels. Dafür gehen wir hier auf dieses Dashboard-Symbol und die Kachel taucht auf dem Dashboard auf. Dieses individuelle Dashboard kann für jedes Panel anders sein, obwohl es mit dem gleichen Server verbunden ist.
Und das werden wir später in einem lokalen Backup speichern. Ich richte jetzt hier mal dieses Dashboard ein. Da kann ich alles draufpacken, was dieses Dashboard-Symbol hat. Das heißt, auch Räume sind möglich und natürlich auch die Gruppenfunktion. Ich möchte jetzt hier beispielsweise mein Dashboard für die Wohnküche einrichten. Dafür werde ich mir jetzt hier auch einfach ein paar Geräte aus der Wohnküche an mein Dashboard pinnen. Diese Raumbuttons kann ich auch ausklappen und dann sehe ich auch die zentralen Funktionen für den jeweiligen Raum auf der Kachel. Mit den Layouts kann ich mir mein Dashboard noch ein bisschen mehr strukturieren. Was jetzt hier auffällt, ist, dass wir nicht die gleiche Skalierung haben wie auf den Panels. Das heißt, wir schauen uns jetzt noch einmal die Skalierung auf unseren Panels an. Auf dem Control Pro, für das wir das jetzt in diesem Beispiel anpassen, passen 2 dieser großen Kacheln plus eine halbe und eine Viertelkachel in die Höhe. Und dafür brauchen wir eine Skalierung von 125% bei einer Auflösung von 1920 x 1080. Das heißt, ich werde jetzt hier dafür einmal die Skalierung auf meinem PC umstellen, um die gleiche Anzeige zu haben wie auf dem Control Pro. Dafür stelle ich hier auf 125%. Die gleiche Auflösung habe ich bereits vorliegen. Und dann wechsle ich wieder in die Visualisierung. Wir sehen jetzt hier, ist das alles ein bisschen größer geworden und jetzt können wir die Kacheln genauso verschieben, wie sie auch später auf dem Control Pro angezeigt werden. Das heißt, hier diese Reihen verschieben sich später auch nicht mehr. Ich möchte jetzt hier ein dreigeteiltes Layout haben, deswegen wechsle ich nochmal. Und so kann man sich das dann einrichten per Drag and Drop. So fungiert der Raumbutton übrigens als Shortcut in den Raum. Und hier können wir uns jetzt beispielsweise die Gruppenfunktion so zusammenstellen. Und wenn wir das weiter hier noch abgrenzen möchten, können wir uns hier auch Platzhalter einbauen. Wir können außerdem die Kacheln in groß oder kleiner Form anzeigen lassen. Aber wir können auch den Buttonstil der Schalter ändern. So ist das Dashboard dann eingerichtet. Wir können jetzt hier weitere Dashboard-Seiten hinzufügen und dann auf den anderen Seiten auch noch beispielsweise ein Web-Widget oder ähnliches hinzufügen. Hier können Sie sich natürlich auch noch Kameras oder andere hinlegen. Wenn das Dashboard dann soweit eingerichtet ist für die Ansicht jetzt in dem Fall in der Wohnküche, dann gehen wir hier hin und hier können wir dann auch das lokale Backup machen. Damit kommen wir zu Schritt 7, Client-Backups erstellen und aufspielen. In dem Client-Backup ist aber nicht nur das Dashboard enthalten, was wir hier gerade eingerichtet haben, sondern wir können außerdem noch für die Titelleiste Temperaturen hier festlegen, beispielsweise die Temperatur von unserer Wohnküche und die von der Wetterstation für Außen- und Innentemperatur. Wir können hier außerdem noch das App-Theme ändern. Das wird ebenfalls dann in diesem Backup gespeichert. Ob Sie den Edit-Mode sperren möchten mit einem Passwort, wird darin gespeichert. Aber auch hier die Temperaturbegrenzung ist ein Teil des Client-Backups. Das können Sie aber auch alles auch nochmal in der Hilfe nachlesen. Wenn Sie dann hier auf die Seite Backups erstellen gehen, finden Sie auch nochmal den Inhalt der 2 verschiedenen Backups, die Sie in Juvi tätigen können. So sieht es dann übrigens in der Dark Version aus. Ich finde es jetzt aber gerade im Hellen besser, deswegen gehe ich wieder zurück und speichere mir das in dem hellen Design ab. Dafür gehe ich hier einfach auf Backup speichern und speichere das einmal. Um jetzt dieses Backup wieder einzuspielen bei meinem Kundenpanel, werde ich einmal die Backup-Datei auf das Panel transferieren und dann auf dem Panel weitere Schritte durchführen. Ich habe mir jetzt das Backup hier auf das Panel geladen und werde jetzt hier einmal die Visualisierung auf dem Kundenpanel öffnen. Wir verbinden uns jetzt hier wieder mit unserem Server. Wenn wir uns mit dem Server verbunden haben, gehen wir wieder in die Einstellungen. Wir haben gerade gesehen, das Dashboard ist noch leer. Gehen auf Wiederherstellen und lesen die Backup-Datei ein. Das heißt, die Temperaturwerte wurden hier übernommen und wenn wir auf das Dashboard gehen, ist das eingerichtete Dashboard hier dann so auf das Control Pro übertragen worden. Wenn Sie dann das erste Kundenpanel mit dem Dashboard bespielt haben, können Sie analog für weitere kleinen Panels des Kundenprojektes vorgehen, das Dashboard einrichten, ein Backup machen
und dieses Backup dann auf das jeweilige Panel aufspielen. Ich hoffe, dieses Video hat Ihnen weitergeholfen. Sie erfahren weitere Neuigkeiten von uns immer im KNX User Forum und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Aufsetzen von UV und bis zum nächsten Mal.